Hallo zusammen, mein Name ist Thomas. Ich habe heute ein schönes Paket bekommen von der Firma Joying und das packe ich gleich zusammen mit euch aus. Was ist es? Es ist ein VW Stereoradio und zwar ein EU JYVO 131N4GS. Geiler Name. Das ist auf jeden Fall hier drin, das habe ich bestellt, war im EU-Lager, kam relativ schnell, kein Zollzahlen oder sonst irgendwas. Ja. Ich bin generell schon ein bisschen rattig drauf. Das Radio kann relativ viel. Das Radio kann angeblich Wireless CarPlay. Das Radio hat einen Coax-Ausgang, um digital seine Anlage anzubinden. Das Radio hat einen 9 Zoll Bildschirm. Wir gucken uns gleich erstmal alles an. Und auf jeden Fall will ich noch schöne Videos machen, wie ich das halt in mein Auto einbaue. Wie das CarPlay funktioniert, allgemein wie die Qualität ist, wie die Bedienung ist, wie der Launcher ist, also ein paar Sachen. Ein paar von euch haben gegebenenfalls schon im Klangfuzzi den Thread gesehen. Da habe ich bisher noch keinen einzigen Post reingemacht. Ich habe nur mal ein bisschen gelesen. Aber jetzt will ich mal wissen, was kann das Ding. Ich habe es jetzt schon mit mehreren Autos gesehen, aber noch nie wirklich so befingert. Deswegen packen wir jetzt einfach mal aus und dann gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall schon mal gut verpackt. So. Was haben wir alles drin? Bedienungsanleitung auf Englisch, Bedienungsanleitung auf Deutsch, Anschlusszettel und eine Glückwunschkarte. Was haben wir hier? Einmal sieht aus wie ein CAN-Bus-Adapter, Radiostecker. Wir haben ein Mikrofon mit Popschutz und noch einen Radioadapter. Wir haben eine 4G, sieht man das überhaupt? Ja, eine 4G-Antenne. Und natürlich das Radio. Oh, ich sehe gerade, da ist noch eine GPS-Antenne bei. Dann packen wir noch mal alles aus. Fangen wir an mit dem langweiligen Zeug. Eine 4G-Antenne. Recht langes Kabel. Vernünftiger Stecker. Ja, müssen wir gucken, wo wir die hinkleben. Das wird auf jeden Fall nur lustig. Dann haben wir hier einmal ein Mikrofon mit schön viel Polster und einen normalen Doppelfakra ISO-Adapter. Dann, das hier ist jetzt kein Zipbeutel, das heißt, wenn wir das aufmachen, ist vorbei. Eine, steht drauf, GPS-Antenne, die entsprechenden Frequenzen, Datacode, okay, die müssen wir wahrscheinlich auch irgendwo installieren. Dann ein ganz großes Paket, packen wir mal aus. So, schön mit Polster drumherum, damit es nur irgendwo wackelt, das ist schön. Also hier haben wir unseren ganz normalen Quadlock-Stecker, Bus RD, wahrscheinlich unser CAN-Bus-Adapter, genau, für VW MQB-Plattform, sehr schön. Was haben wir hier noch? Ja. Achso, hier ist noch was rausgefallen, interessant. Was auch immer das sein soll, ist auf jeden Fall komplett verpackt. Reverse-Kamera. Scheint was für die Rückfahrkamera. Nochmal ein Doppelfakra, aber diesmal ein Doppel-Einzelfakra-Anschluss. Ich weiß, in dem 2011er Scirocco und Octavia, den wir haben, sind beides der andere Stecker notwendig. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. So, hier haben wir auf jeden Fall AUX-In, haben wir zweimal. Antennenverbindung ist wahrscheinlich der Remote.
Und hier ist der Stecker, der ins Radio kommt. Das ist für die Kamera, Reverse-Kamera, Rear-Kamera, Kamera innen. Perfekt, alles was man so braucht. Hier haben wir nochmal eine Stromabzweigung, für was auch immer. Das ist auf jeden Fall der Stecker von dem Radio und der Quadlock, der halb belegte. Naja, es geht. Kommen wir zum Wichtigsten, das Radio. Ist mir von hinten auf jeden Fall schon aufgefallen, überall schön Schutzkäppchen drauf. Das habe ich auch noch falsch rum. So, und wir haben natürlich auch entsprechende Kabel hier hinten hängen. Das, was wir hier sehen, ist die WLAN-Antenne auf jeden Fall. Wir haben hier USB 2.0 einmal stehen, USB-CP und ein Kabel für unsere SIM-Karte. Da wollte ich sowieso schon mal wissen, was da ist. Anleitung, ich weiß nicht, ob man es jetzt sehen kann oder nicht. Gucken wir mal ins Bild. Ja. SIM-Kartentechnisch muss ich mal gucken, weil, so wie es für mich hier aussieht, ist das eine stinknormale SIM-Karte, also keine Micro-SIM oder sonst irgendwas. Das heißt, da muss ich mal gucken, was ich da an Adaptern habe, die da reinpassen. Von vorne sehen wir nicht viel. Wir sehen ja, ein riesengroßes Bild, Mikrofon und Reset-Knopf wahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall sehr wertig alles aus. Schwarz Hochglanz. Schön verpackt. Viel Platz. Android Control Unit. Aus Germany steht drauf. Naja, nicht ganz. Made in China. Ja. Ein bisschen Werbung hier. Modellnummer, Seriennummer ist drauf. Das ist es eigentlich schon. Anleitung gucken wir nochmal. Wir haben eine deutsche Anleitung, wir haben eine englische Anleitung, wir haben eine Anleitung, wie man die Kamera verbindet. 2 verschiedene Methoden, wie wir die verbinden können. Das passt. Bedienungsanleitung gucken wir nochmal. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation fertig durch, ist klar. Und ja, zur Installation steht hier nicht viel, sondern es geht direkt los mit drauf. Ja. Es geht direkt los mit der Installation im Ding selber. 3G-Installation, Standortzugriff, Zugänglichkeit. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das Ding installiert kriegen. Ich werde auf jeden Fall als erstes jetzt wieder ins Auto verschwinden, werde mein aktuelles Radio ausbauen, werde das einbauen und dann berichten wir weiter. Ich danke euch schon mal, dass ihr euch das Video angeschaut habt und freue mich auf die nächsten Teile. Ich hoffe, es wird ein bisschen interessanter. Unboxing ist immer so ein bisschen langweilig und das ist mein Hund. Morty, komm mal her. Komm mal hier. Okay. Morty, komm mal her. Ja. Egal. Und tschüss.